So, dann geht es weiter. Jetzt haben wir nämlich das MRT und jetzt kommen natürlich Sie ins Spiel und die Kollegin hier aus dem Chat. Das Röntgenbild liegt nicht vor. Und worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir häufig genau den Fall haben. Wir haben MRTs und es ist kein Röntgenbild zu sehen. Wir haben es nicht oder es wurde nicht gemacht oder es wird nie gemacht. So, und das ist das, was wir hier sehen. Ich zeige es mal gleich hier im Vergleich. Wir haben also jetzt hier ein Vergleich T1 und T2 Fettset. So, und was wir jetzt hier sehen, ist Knochenödem und auch Sklerose. Das dunkle ist Sklerose, das helle ist Knochenödem. Und wenn man jetzt genau schaut, dann sieht man, dass die Sklerose hier so einen irregulären Rand hat. Und hier sehen wir die Sklerose auch und das Knochenmarködem ist außerhalb der Sklerose. Das heißt, die Sklerose ist klar, da ist dichter Knochen, da kommt auch kein Wassermolekül mehr hin, aber außerhalb davon, dort kann dann noch Knochenmarködem entstehen. Deshalb entstehen auch dann so Muster mit so dunklen Bereichen innerhalb von so einem Knochenmarködem. Und was man hier auch sieht, so ein bisschen, ist, dass der Gelenkspalt eigentlich, der Knorpel hier noch ganz gut zu sehen ist. Und ob der Erosion hat oder nicht, braucht man in der Regel bessere Bilder als diese T1-gewichtete Sequenz. Und die zeige ich Ihnen hier. Das ist jetzt keine Vibe-Sequenz, das ist eine Medik-Sequenz, aber das sei mal dahingestellt. Man kann hier den Knorpel erkennen, aber es ist, also hier, ich sage Ihnen, hier liegen keine Erosionen vor, aber es sind trotzdem so irreguläre Konturen, weil diese Grenzfläche zwischen dem Knorpel und dem Knochen durch Sustibilitätsartefakte immer so ein bisschen irregulär erscheint. Also von daher ist das ist die Vorstufe, bevor wir die Vibe-Sequenz genutzt haben. Die Vibe-Sequenz hat diese Artefakte nicht so stark. Okay, also wir haben Sklerosen und wir haben die Knochenmarködeme. So, und wie bin ich mir jetzt so sicher, dass das eine Osteitis condensans ist, anhand dieser Bilder? Und da zeige ich Ihnen den Trick. Und zwar muss man sich überlegen, in welchem Bereich der Wirbelsäule des Sakralkalgelenks man ist mit seiner Schicht. Wir haben ja, das Sakrum ist schräg im Körper und die Schichten werden genauso schräg angepasst und es gibt halt Schichten, die fangen vorne an und die gehen bis hinten durch. So, und hinten habe ich mein Canalis sacralis und die Nervenwurzeln, in der Mitte dann den Knochenblock und vorne dann habe ich immer noch ein Stück Gelenk, aber schon hauptsächlich so auch das ganze kleine Becken, den Uterus, die Harnblase, die Darmschlingen. Und in dieser Aufteilung muss man vorgehen und das sieht man hier auch in diesen Bildern. Wenn ich jetzt hier anfange, die ersten, also jetzt ist hier das Bild 21, 20, das sind die ventralen Schichten. Man sieht ja hier die Harnblase, man sieht hier die Darmschlingen, die sich auch so leicht bewegen mit der Peristaltik und wir haben hier schon einen Teil des Knochens zu sehen, das Sakralkalgelenk. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe in das Gelenk, habe ich hier mein Gelenk, aber ich kann das Sakrum nicht vom linken Gelenk bis zum rechten Gelenk verfolgen, weil hier dazwischen ist noch Weichteil, das kleine Becken. Wenn ich jetzt weitergehe, dann kommt irgendwann eine Schicht, das ist in dem Fall Schicht 14, da habe ich die Möglichkeit, im Knochen von der linken zur rechten Seite durchzugehen. Das heißt, das wäre dann der Bereich, wo ich die Mitte definiere des Sakrums, während die Schichten 15 bis 20 eher nach vorne sind. So, und dann habe ich hier den mittleren Bereich, wo ich also dann überall auch Knochen sehe. Hier ist keine Harnblase mehr und kein Darm. Und wenn ich dann noch weiter gehe, dann sehe ich irgendwann hier die Nervenwurzeln, hier sehe ich das Fettgewebe im Spatium retroarticulare und das ist der dorsale Bereich. Und so kann man anhand der schrägkoronaren Bilder sich genau orientieren, bin ich ventral, Mitte, dorsal. Und wenn ich jetzt die Entzündung oder die Läsion nur im ventralen sehe, Sie sehen ja hier, dass die plötzlich aufhören. Hier sind sie weg und hier sind sie nicht im dorsal. Dann ist es eine Osteitis condensans. Und das ist die Lokalisation der Läsion am Sakralkalgelenk. Und das hilft uns in der Unterscheidung zwischen Osteitis condensans und Sakroleitis. Und man sieht ja auch noch einen zweiten Befund, nämlich hier diesen riesigen Osteophyten, den die Patientin hier hat, am Sakralkalgelenk. Das heißt, die hat tatsächlich ein lockeres Sakralkalgelenk. Ich zeige hier nochmal die Medik-Sequenz und hier sieht man diesen riesigen Osteophyten. Also das ist ein Bild einer Osteitis condensans. Wir sehen, also ich stimme mal mit ab und jetzt gucke ich mal, was Sie gesagt haben. Und Sie haben sich
nur in 56% dafür entschlossen. Das heißt, ich hoffe, ich konnte Ihnen da jetzt noch mal ein paar Punkte mitgeben, wie Sie das anhand der MRT-Bilder unterscheiden können. Ja, also die Osteitis condensans ist wirklich die allerwichtigste Differentialdiagnose am Sacroiliakalgelenk in unserer täglichen Routine. Ich glaube, das kann Fabian auch bestätigen an unseren wöchentlichen Röntgenbesprechungen.